Dieser Kanal heißt Die Bibliothekarinnen, weil in Bibliotheken in der Schweiz mehrheitlich Frauen arbeiten. In unserer Unibibliothek sind es 63%, in öffentlichen Bibliotheken etwas mehr, schätzungsweise 80%. Woher kommt das? Anfang des letzten Jahrhunderts sind Männer in lukrativere Bereiche abgewandert. Gleichzeitig benötigte man wegen gestiegener Nachfrage mehr Arbeitskräfte in Bibliotheken und hat Frauen eingestellt. Billigere Arbeitskräfte mit einem hohen Bildungsstand. Es ist aber nicht nur der hohe Frauenanteil, es sind auch die vielen Teilzeitstellen, die diesen Beruf gegenwärtig zu einem Frauenberuf machen. Gemäß der neuesten Bibliotheksstatistik des Bundesamtes für Statistik beträgt das durchschnittliche Arbeitspensum an einer wissenschaftlichen Bibliothek 64%, an einer öffentlichen Bibliothek sogar nur 35%. Und dabei handelt es sich um die bezahlten Stellen, wobei es in öffentlichen Bibliotheken auch noch unbezahlte Mitarbeitende gibt. Zu den Lohnunterschieden zwischen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren habe ich leider keine soliden Zahlen finden können. Die Löhne wurden vom Bundesamt für Statistik nach Berufsgruppen erfasst. Bei den akademischen Kulturberufen verdienen Frauen 11% weniger als Männer. Bei den nicht-akademischen beträgt der Unterschied 8%. Die Weiterbildung zur wissenschaftlichen Bibliothekarin, also den Master of Advanced Studies in Bibliotheks- und Informationswissenschaft, haben an der Universität Zürich in den letzten Jahren 63% Frauen abgeschlossen. Auch das Nachdiplomstudium Information und Dokumentation an der Fachhochschule Graubünden wurde über mehrere Jahre betrachtet von 60% Frauen abgeschlossen. An unserer Bibliothek machen zurzeit 3 junge Frauen und ein junger Mann eine Lehre. Der bibliothekarische Nachwuchs hat also ein ähnliches Geschlechterverhältnis wie die gegenwärtigen Angestellten. In den Direktionen sieht es aber genau umgekehrt aus. Schaut man sich die Direktionen der Hochschulbibliotheken in der Schweiz an, so findet man dort 63% Männer in den Positionen der Direktoren und Vizedirektoren. Schaut man sich nur die Direktoren an, sind es 50% Männer. Der Frauenanteil ist hier in den letzten Jahren also leicht gestiegen. Zum Beispiel hat die Universität Bern soeben eine Frau zur Direktorin der Universitätsbibliothek ernannt. Am unattraktivsten ist die Situation für Frauen hier in Zürich. 3 Hochschulbibliotheken, 3 Direktoren, 3 Vizedirektoren. Wissenschaftliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind an der Universität Zürich als administrativ-technisches Personal angereiht, nicht als wissenschaftliches. Und der Begriff wissenschaftliche Bibliothekarin wurde überhaupt gleich abgeschafft. Man wünscht sich zwar gut ausgebildetes Personal, bietet aber nicht die entsprechenden Stellen und Löhne an. Und als Weiterbildung erhalte ich von der Personalabteilung Themen wie Englisch am Arbeitsplatz vorgeschlagen. Was können Frauen nun tun, um an die besser bezahlten Jobs zu gelangen? An der fehlenden Ausbildung scheint es nicht zu liegen. Auch beteiligen sich Frauen vermehrt am wissenschaftlichen Diskurs, wie eine Arbeit mit Daten aus Zeitschriften, Konferenzen und Mailinglisten in Deutschland untersuchte. Während in den 60er Jahren nur 10% der Beiträge von Frauen stammte, waren es 2016 schon mehr als die Hälfte. Allerdings behandelten Vorträge und Aufsätze von Frauen andere Themen, nämlich interkulturelle Bibliotheksarbeit, Leseförderung, Schulbibliotheken, Kultur-, Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Also Themen, die mit Menschen zu tun haben. Untervertreten waren Frauen bei Themen, die mit Technik, Theorie und Geschichte zu tun haben. Wie sieht das in eurer Bibliothek aus? Ich freue mich über Rückmeldungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.